Hi meine Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ihr kennt mich schon alle, ich bin Podologin Andrea und heute im Livestream geht es um subkutane Insulinresistenz. Eine sehr seltene Sache, wie wir uns gerade einig waren. Und die liebe Ines ist aus Österreich und sie ist die betroffene Patientin und wird uns heute erzählen, wie ihr Weg war zum Insulinport. Und ja, dann würde ich das Wort einmal weitergeben an euch und ihr dürft es euch alle mal vorstellen. Wo fängst du am besten an? Thomas, fangst du an? Ja, kann ich machen. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Thomas vom Projekt Dia-Engel und bin heute hier Gesprächspartner mit bei der Andrea auf dem YouTube-Kanal. Sonst gehen wir meist immer bei Instagram live, heute auf YouTube. Seid gegrüßt zusammen. Hallo zusammen, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Musst du aktiv switchen oder werde ich automatisch groß? Mein Name ist Doreen Birkemeyer. Ich bin Diabetesberaterin, betreue das Projekt Dia-Engel, arbeite in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis, bin Dozentin. Mein Schwerpunkt ist Technik in der Diabetologie. Ich bin immer wieder interessiert an allen neuen Sachen und unterstütze gerne beruflich und auch ehrenamtlich alle die Leute, die Fragen rund um Diabetes haben. Ja. Ich bin die Ines, ich komme aus Österreich, aus Wien. Bei mir wurde eine subkutane Insulinresistenz festgestellt und aufgrund dessen habe ich in Deutschland, in Bad Mergentheim, den Diaport, also ein intraperitoneales System implantiert bekommen. So, soweit ich sehe, leckt das Ganze etwas. Ich versuche das irgendwie hinzubiegen. Ähm Dann würde ich mal sagen, der Ton ist ja in Ordnung. Und ja, Ines, wie sieht's aus? Magst du uns erzählen, wie dein Weg war zum Port? Ja, also es hat eigentlich, also ich habe also Diabetes Typ 1 halt bekommen, da war ich 6 Jahre alt, das war in der ersten Klasse Volksschule. Und da gab es eigentlich nie irgendwelche Probleme und wurde auch eigentlich mit keiner Ketoazidose eingeliefert, weil meine Mutter, die selbst Typ 1 Diabetikerin ist, rechtzeitig reagieren konnte und die Symptome einfach alle erkannt hat. Das heißt, da gab es nie eine Ketoazidose oder sonst was. Also es war einfach von Anfang an klar für alle, was das ist. Und ja, dann gab es halt die typische Schulzeit und Jugendzeit, da gab es auch nie Probleme und alles hat dann eigentlich angefangen, da war ich 19, jetzt bin ich 23 und da wurden die Insulinmenge einfach, die wurden sukzessive immer mehr, aber nie, dass man sich jetzt irgendwie so Sorgen drum machen musste noch oder Gedanken drüber. Und dann war einmal dann war angedacht, dass ich es mit Jardians probieren soll. Das ist genau 3 Tage gut gegangen. Dann hatte ich zum ersten Mal eine Ketoazidose und musste stationär aufgenommen werden. Und da kam man dann aber zum ersten Mal zum Entschluss, dass wenn ich das Insulin intravenös bekomme, dass ich ja eigentlich viel, viel weniger Einheiten brauche. Und dann ging es circa eine Woche lang so, dass ich das Insulin halt IV bekommen habe. Und dann wurde diese Resistenz wieder ein bisschen unterbrochen und ich konnte eigentlich mit relativ normalen Insulinmengen und Blutzuckerwerten entlassen werden. Und ja, seit dieser Entlassung wurde über die Jahre wirklich immer mehr Insulin. Und bis es dann so weit gekommen ist, dass es jetzt vor 4 Monaten sowas wirklich kaum, also wirklich gar nicht mehr gewirkt hat.
ja, dann haben sie lange überlegt, was können wir machen, was können für Lösungen gefunden werden. Und dann dann musste ich die ganze Zeit eben im Krankenhaus bleiben, weil ich nur noch am Perfusor über die Vene das Insulin halt aufnehmen konnte. Und in der Zwischenzeit wurde dann eben die Lösung gefunden, dass ich einen Diaport bekomme. Und das wurde dann bei euch in Deutschland gemacht, weil es bei uns das in Österreich überhaupt nicht gibt und das System auch kaum bekannt ist. Und ja, jetzt habe ich genau vor einem Monat den Diaport implantiert bekommen und seitdem ist das ein neues Leben. Es funktioniert einwandfrei. Wie viel Insulin hast du zum Schluss gespritzt, bis das festgestellt wurde? Am Ende, an guten Tagen, waren es sicher um die 500 bis 600 Einheiten am Tag. Wie brauchst du jetzt? Jetzt habe ich eine Basalrate von 32 und bin im Schnitt auf 55 Einheiten am Tag, sowas. Wenn der Diaport läuft, hast du dann eine Pumpe daran, die eine Basalrate abgibt oder wie läuft das Ganze? Wie müssen die Leute sich das vorstellen? Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, unter dem Begriff Diaport können sich sicherlich auch nicht alle Leute was vorstellen oder so. Magst du es zeigen oder sollen wir ein Bild dazu zeigen, eine schematische Abbildung oder so, damit die Leute überhaupt erstmal genau wissen, was das ist? Oder möchtest du es einfach erzählen? Kannst du es erklären oder so? Ich denke mal, das ist erstmal für viele Leute interessant, was da gemacht wird oder so. Ne? Also darunter kann man sich vorstellen, es ist wie bei es ist eine normale Insulinpumpe, das ist die AccuCheck Combo. Und also normalerweise hat man ja den Katheter subkutan liegen. Nur dadurch bei mir das subkutane Gewebe, also das Unterhautfettgewebe, umgangen werden muss, habe ich einen Zugang, der ist dauerhaft und der führt quasi in den Interperitonealraum, sprich in den Bauchraum, wo das Insulin dann direkt von der Pfortader, von der Leber aufgenommen wird. Sprich, es wirkt wahnsinnig schnell, wo man auch teilweise dann aufpassen muss, was man ja normalerweise gar nicht gewöhnt ist, wenn man jahrelang subkutan gespritzt hat. Also da muss man echt aufpassen, da kommt man mit Essen teilweise gar nicht nach, so schnell wirkt das. Und das ist schon ein wahnsinniger Vorteil auch gegenüber subkutan natürlich. Und da sitzt jetzt dann ein Zugang quasi und der ist dauerhaft, das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen, ich muss alle 3 Tage Katheter wechseln oder sonst irgendwas, sondern einfach nur den Katheterschlauch, der zur ganz normalen Insulinpumpe führt. Und ja, ich würde es so erklären, es ist wie ein Mini-Perfusor einfach, oder ja, die Pumpe gibt kontinuierlich eine Basalrate ab, die normale Bauchspeicheldrüse ja auch andauernd Insulin produziert. Und ja, zum Essen halt oder zu Korrekturen das andere Insulin, das muss ich selber eingeben in die Pumpe. Wer hat gerade den Host? Ansonsten können wir ja gerne auch mal ein Bild zeigen, wie sowas aussieht, weil ich denke, ich habe sehr viel Erfahrung im Bereich Diabetes, aber auch bei uns in Deutschland ist das eine sehr seltene Geschichte, dass wir einen Diaport einsetzen müssen oder einsetzen lassen. Es gibt in Deutschland, soweit mir bekannt ist, 5 Zentren, die das überhaupt machen, aber selbst bei den 5 Zentren ist es eine sehr seltene Geschichte, sodass man da vielleicht erstmal zeigen kann, wie das Ganze überhaupt aussieht. So, ich bin jetzt der Host, das heißt, ich kann meinen Bildschirm freigeben und dann würde ich das mal eben kurz machen, Ines, wenn das für dich in Ordnung ist. So, jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sozusagen sehen. Und hier sind jetzt verschiedene Abbildungen. Das heißt, man sieht hier einmal, wie so ein Diaport von außen aussehen kann. Hergestellt in erster Linie werden sie von der Firma Roche, weil sie auch so selten gebraucht werden, gibt es halt auch nicht so viele Anbieter. Und man sieht dann hier sozusagen, das ist das Teil, was hier oben auf der Haut sitzen würde. Hier ist der Anschluss nach außen, der wie ein ganz normaler Katheteranschluss aussieht. Und hier ist dann der Anschluss, der nach innen in die Pfortader gelegt wird, um dann dort Insulin direkt dorthin zu platzieren, wo es denn dann auch wirken kann. Wenn man das Ganze sich hier einmal ein bisschen schematisch anguckt, dann sieht man also hier sozusagen, da ist die Leber,
an der Leber ist die Pfortader und man sieht halt hier die Stelle, wo dann auch unter der Haut eine Verankerung sitzt, die in der Haut festgemacht wird, um dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht verrutscht und dass man dort dann eben den Katheter anschließen kann. Ich denke mal, so ist es jetzt gut erklärt. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen erstmal wieder aufheben und dann können wir uns da, denke ich, gut weiter unterhalten. Das Problem ist, die Erkrankung oder diese subkutane Insulinresistenz ist ja eigentlich eine sehr seltene Geschichte. Wie hat man das denn bei dir festgestellt? Oder gibt es eine andere Grunderkrankung oder sowas? Oder kam das so von ganz alleine? Oder gibt es eine Begleiterkrankung dabei? Also es ist so, dadurch, dass ich so hohe Insulinmengen jetzt eigentlich seit 2,5 Jahren habe, hatte ich eine sehr lange Zeit das Problem, dass mir irgendwie geglaubt wurde oder, also ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber natürlich zweifelt man daran, das war immer ein Thema und das Einzige, was halt lange Zeit gemacht wurde, waren immer wieder die Insulinmengen erhöhen und ab irgendeinem Punkt hat das aber dann keinen Sinn mehr, weil man irgendwann mit dem Spritzen nicht mehr nachkommt. Und ich bin trotzdem am Schluss mit 500 Einheiten am Tag, hatte ich trotzdem eine Ketoazidose. Das heißt, also irgendwo musste da ja was dran sein. Und dann war es so, weil ich hatte eigentlich an dem Tag, das war jetzt Ende Februar, eigentlich ein ziemliches Glück, weil ich studiere Krankenpflege. Also ich bin selber in dem Bereich ein bisschen tätig. Und da stand ich gerade im Praktikum. Und an dem Tag ging es mir überhaupt nicht gut. Und dann hat eine Kollegin zu mir eben gesagt, ja, wir machen eine Blutgasanalyse. Und dann ist ganz weiß im Gesicht worden und hat gesagt, okay, ich muss sofort in die Notaufnahme. Und das war eben bei uns im AKH in Wien an der Uniklinik. Das war eben ein großes Glück, dass ich dann wenigstens mal in einem anderen Krankenhaus war, wo ich sonst zur Betreuung immer war. Das heißt, es sind mal andere Ärzte, die man kennenlernt oder dass sich wer anderer mal einfach den Fall anschaut. Und dann war es eben so, dass ich stationär war und dann musste ich also um das zu beweisen quasi, diese Insulinresistenz, wurden dann an 4 Tagen hintereinander so Tests gemacht. Sprich, ich habe jeden Tag exakt das Gleiche zum Essen bekommen. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Broteinheiten. Und am ersten Tag es wurde immer mit der gleichen Menge dann gespritzt. Und zwar am ersten Tag wurde IV über die Vene gespritzt. Das hat einwandfrei funktioniert. Da hatte ich erst gleich mal ein Hypo. Das war eben der Beweis, okay, das wirkt eindeutig. Dann am zweiten Tag war es eben subkutan. Da war so gut wie gar keine Wirkung da. Dann wurde noch ausprobiert intramuskulär, wobei sie dann von der Variante eher abgeraten haben, dass man auf Dauer nicht spritzen sollte, weil das eben das Muskelgewebe sonst schädigt oder irgendwie verletzt. Und dann haben wir noch probiert intradermal, also ganz, ganz knapp unter die Haut, aber bei größeren Mengen macht das irgendwie auch wenig Sinn. Und ja, dann stand eben fest, dass ich eine subkutane Insulinresistenz habe und dann war es auch schwarz auf weiß, also ich musste mich nirgendwo mehr rechtfertigen oder sonst irgendwas oder keiner hat zu mir gesagt, spritz doch mal dein Insulin oder sonst was. Und ja, dann wurde nach Lösungsvorschlägen gesucht. Also letztendlich muss man ja eigentlich sagen, dass das Medikament oder der Versuch, das Medikament zu geben und die Entgleisung, die dadurch entstanden ist, eigentlich sein Glück war. Weil sonst ist ja niemand vorher auf die Idee gekommen, Insulin intravenös zu spritzen, sondern das macht man eben nur auch in Deutschland, muss ich sagen, also eigentlich weltweit, dass man Insulin intravenös nur spritzt in Notsituationen, wo man eben davon ausgehen muss, dass man immer besser eine direkte Wirkung hat. Und auch so etwas passiert eben auch in Deutschland nur auf der Intensivmedizin, wo man dann eventuell hinkommt durch eine Entgleisung, die Ketoazidose. Und da wurde es ja dann letztendlich irgendwo, hat man gemerkt, so upala, normalerweise 500 Einheiten, mit einmal geben wir über den Perfusor 3 Einheiten und die rauscht voll in den Keller. Und das ist ja dann letztendlich erstmal dein Glück gewesen.
Genau, das ist wirklich Glück im Unglück. So schlimm eine Ketoazidose auch ist von der Entgleisung her. Aber für dich war es das Glück, dass es überhaupt erstmal die Chance gab, dass letztendlich überhaupt dieses Krankheitsbild dann so entdeckt worden ist. Ja, das stimmt. Das war wirklich Glück im Unglück eben, dass ich da gerade vor Ort war und einfach die nächstliegende Notaufnahme dort war und ich dann direkt stationär aufgenommen worden bin, genau. Weißt du, warum das so selten ist? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man alle Diabetespatienten zusammennimmt oder Menschen mit Diabetes, dann sind nur 10% der Betroffenen Typ 1 Diabetiker. Und von diesen 10% der Betroffenen mit Diabetes überhaupt dann noch so eine Geschichte zu haben, das ist einfach grundsätzlich sehr selten. Ne? 90% unserer Patienten sind Typ 2 Diabetiker oder haben einen Typ 2 Diabetes und demzufolge haben die da natürlich auch nochmal eine ganz andere Hautgeschichte. Auch Hauterkrankungen sind eher selten. Im Bereich Diabetes haben wir Hauterkrankungen eher durch Allergien, Kontaktallergien aufgrund von Klebern mit Sensoren, Pflastern, Pumpen und dergleichen. Und ansonsten habe ich persönlich das schon einmal erlebt bei einer Patientin, die eine Sklerodermie hat, also eine Verkalkung der Haut. Und auch das ist ja an sich schon mal ein sehr seltenes Krankheitsbild. Die ist dann hier bei uns in Essen an der Uni betreut worden. Und da habe ich dann natürlich auch aufgrund der Verkalkung eine subkutane Insulinresistenz. Und dann kann es natürlich auch nicht wirken, wenn die Haut sozusagen oberflächlich verkalkt. Ne? Aber ansonsten ist es so dieser typische Werdegang. Jeder von uns in der Medizin kennt und weiß, wenn man Insulin spritzt, wirkt es. So, und dann sagt mit einmal jemand, ne, auch noch relativ jung, wo ja dann auch noch überlegt wird, na, wer weiß, was die so macht oder so, ne? Ja, ich spritze das und es wirkt nicht. Dann würde ich jetzt erstmal als Beraterin hergehen und sagen, okay, wir machen das einfach mal zusammen. Kommst zu uns in die Praxis, ich spendiere dir einen Kaffee, bringst dir dein Frühstück mit, dann spritzen wir mal Insulin und gucken mal, was passiert. So, und dann sieht man ja schon mal, okay, sie tut's und es passiert nichts. Und dann kann man überlegen, was man tun muss. Ne? Aber so ein Diaport ist natürlich auch grundsätzlich immer eventuell ein Problem, weil wir haben ja einen direkten Zugang. Der hat natürlich auch ein hohes Infektionsrisiko. Das heißt also, du musst natürlich auch aufpassen, dass sich an dieser Stelle nichts entzündet. Weil das geht dir direkt in den Bauchraum rein und wenn dort Unsauberkeiten, Ungenauigkeiten auftreten, dann hast du natürlich ein hohes Risiko auch für eine Bauchfellentzündung. Und deswegen ist man auch bei solchen Sachen vorsichtig. Und was ich gut finde, ist, dass die einfach wirklich alles durchgetestet haben. Dass die gesagt haben, wir geben es über die Vene, wir geben es in den Muskel, wir geben es intradermal, also in die Oberhaut rein. Ne? Nur da entstehen halt Beulen, wenn man größere Mengen spritzt oder so. Das funktioniert halt auch nicht so gut auf Dauer. So, und man nicht einfach gesagt hat, okay, wir haben jetzt einen Weg und jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen. Ne? So, und dann mal eben so, ich rufe aus einer Uni in Österreich, in Wien an und finde jetzt mal jemanden, der das mal eben so macht. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Wie war das denn bei dir? Haben die einfach angerufen, du bist da hingefahren, gab es irgendwelche Probleme mit Kosten, wie lange warst du da, wie groß war der Aufenthalt, wie exotisch warst du auch in Bad Mergentheim? Bei Bad Mergentheim ist ja so das Diabetesdorf in Deutschland, ne? Die auch Schulungsprogramme entwickeln, die ganz viel Forschung machen und so weiter. Wie war das bei dir? Also es war so, dadurch, dass ich dann seit Ende Februar eigentlich stationär war und auf den Perfuser IV angewiesen war, hatten sie dann natürlich viele Optionen, Sachen zu testen. Was ich auch irgendwie auf der Seite verstehe, weil das ist einfach die Wiener Universitätsklinik. Das heißt, das Erste, was sie gemacht haben, das fand ich auch ziemlich spannend, war inhalatives Insulin. Und das war natürlich für alle anderen Beteiligten, für die Pfleger und Ärzte spannend. Nur da haben wir extrem lange gewartet, bis das aus Amerika eingeliefert wurde. Im Endeffekt hat das dann nicht wirklich was gebracht, weil erstens ist es unheimlich schwierig, das zu dosieren, weil es nur 4, 8 und 12 Einheiten gibt. Das heißt, man muss immer aufrunden. Und außer dass ich ja Husten und so bekommen habe, hat es nichts gebracht. Inhalatives Insulin, das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage. Schmeckt das nach irgendwas? Nein, nicht wirklich. Es ist eigentlich wie soll ich erklären, wie ein Asthma-Spray mit Cortison oder so, wie Symbicort, so auf die Art, finde ich. Es juckt extrem in der Lunge und das, was man nämlich darauf achten muss, man muss aufpassen, dass man es nicht wieder aushustet danach. Weil dann weiß man nicht, okay, waren es jetzt 8 Einheiten, waren es nur 5, also
Ja, und es kratzt, es ist so wie ein feiner Staub einfach. Und ja, es ist wie ein Fremdkörpergefühl dann in der Lunge. Also wirklich angenehm war es nicht, aber ja, ich finde, es war den Versuch einfach wert und auch natürlich voll spannend, weil es ja irgendwie off-Label ist und oft wieder vom Markt genommen worden ist und das ja eigentlich nur in Amerika derzeit gibt. War auf jeden Fall auch sehr spannend, muss ich schon zugeben. Und ja, in der Zwischenzeit hat sich dann mein Arzt oder die Ärzte, die ich da hatte, haben sie überlegt, was man machen kann. Es war auch einmal eine Überlegung, einen Portakat zu setzen und das Insulin eben andauernd über die Vene zu bekommen. Oder also das Insulin dauernd IV zu bekommen, das sollte man ja, also da rät man ja eher davon ab und es ist auch nicht so erwiesen, dass es dann auf Dauer gut geht, auch mit dem Zugang. Also ist genauso eine Infektionsgefahr dann wieder wäre gewesen. Und dann sind sie durch Recherche eben auf den Diaport gekommen und haben sich dann, ich glaube, zuerst mit Bad Heilbrunn in Verbindung gesetzt. Ich weiß nicht, warum sie dann umgeswitcht haben auf Bad Mergentheim. Aber auf jeden Fall hat der Professor dort gleich gesagt, ja, unbedingt notwendig und fand das auch ziemlich interessant und gesagt, es ist eigentlich genau für den Fall, also was er da raushört, die perfekte Lösung. Und das Einzige, was ziemlich lange gedauert hat, war, dass die Krankenkasse in Wien das okay gibt, weil es ist natürlich okay, ein einziger Patient, da ist das wirklich notwendig und da kommt es dann eher auf solche, ist eher so eine Kosten-Nutzen-Frage natürlich, also zahlt sich das wirklich aus und der ganze Transfer nach Deutschland sind natürlich alles wieder Kosten. Und ja, dann habe ich am 7. Mai, ja, am 7. Mai war dann endlich, hat es dann geheißen, es geht los. Und dann hat mich eben ein Fahrtendienst von Wien nach Bad Mergentheim gebracht. Das war eine 7 Stunden Autofahrt. Dann einen Perfuser wollten sie mir nicht mitgeben, sprich ich bin schon mal extrem entgleist angekommen, obwohl ich 120 Einheiten Tosheo Langzeitinsulin davor gespritzt habe und bin gleich mal auf der Intensivstation dort gelandet. Aber die waren alle sehr bemüht und der Professor hat mir dann eben am ersten Tag gleich das ganze System vorgestellt und alles. Und am Dienstag drauf war dann eigentlich schon die Implantation. Und was ich ziemlich beruhigend und auch cool fand bei euch in Deutschland, war das nie ein Thema, sondern es war einfach so, okay, Diaport, wir versuchen es nicht mehr mit subkutan, sondern es ist so und wir glauben dir das. Und ich musste nicht wieder versuchen, subkutan zu spritzen, weil es eh nichts bringt und ja. Ich denke mal, das ist aber auch so ein Punkt, dadurch, dass eben die Ärzte untereinander sich schon ausgetauscht haben und dann auch die Ärzte untereinander schon ein großes Vertrauen haben, dass der andere eine richtige Diagnose stellt. Aber wie viele Patienten hast du in Bad Mergentheim getroffen, die auch einen Diaport haben? Oder was haben die dir erzählt? Wie viele Leute gibt es? Also getroffen habe ich gar keinen. Am Tag, wo ich von der Klinik, dann wo das implantiert worden ist, wieder zurückgekommen bin, da war ich auch noch nicht ganz munter vom Aufwachraum, weil ich frühzeitig wieder zurück musste in die Klinik. Und da sind dann auch auf einmal viele Leute vor meinem Bett gestanden und so, boah, voll spannend. Und ich habe mir so gedacht, okay, was ist jetzt los? Und aber sogar die Pfleger und die Ärzte so, boah, ich habe das noch nie gesehen, das ist richtig spannend und so schaut das aus. Also so oft dürfte es das wirklich nicht geben, wenn es sogar die Pfleger, die tagtäglich mit Patienten mit einer Insulinpumpe zu tun haben. Und ja, was ich so mitbekommen habe, so viele gibt es nicht. Also ich weiß jetzt echt keine genaue Zahl, aber ich habe von einer mitbekommen, die immer wieder zu diesem Plattenaustausch kommt, aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht erfahren dadurch. Also Genau, also das ist zum Beispiel auch so eine spannende Geschichte oder so. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die eine Patientin, die ich damals an die Uni dann abgegeben habe, die habe ich auch nicht mehr in der Betreuung und seitdem ist es auch eher so, dass ich niemanden habe. Ich habe im Vorfeld auch Recherchen bei meinen Kollegen angestellt und auch die betreuen niemanden mit dem Diaport. Also es ist auch in Deutschland eine sehr, sehr seltene Geschichte, dass so ein Diaport eingesetzt wird, weil das macht ja auch wirklich nur Sinn, wenn wir
unter Umgehung der subkutanen Insulinresistenz eine gute Insulinwirkung haben. Und da ist nämlich dann schon der nächste Knackpunkt. Ne? Du hast einen Typ-1-Diabetes. Bei einem Typ-2-Diabetes, wo wir grundsätzlich noch viele andere Stoffwechselprobleme haben, ist die Frage, macht da denn dann ein Diaport Sinn? Ne? Auch bei einer Restproduktion des Insulins. Das heißt also, wir haben erstmal nur 10% der betroffenen Patienten, die überhaupt in irgendeiner Art und Weise ansatzweise eine Insulinresistenz haben könnten. Dann kann man erst alle anderen Sachen ausprobieren und wenn man dann nicht weiterkommt, dann kommt man erst zu dem Punkt, an dem du bist. Also da kannst du schon fast weltweit Leute suchen, die einen Diaport haben, wenn du da mehrere Leute zusammenfinden willst. Vielleicht noch so ganz kurz, warum du von Bad Heilbronn nach Bad Mergentheim geswitcht worden bist, weil Bad Mergentheim auch ein sehr, sehr großes Schulungszentrum hat. Bad Mergentheim ist so bei uns hier in Deutschland so das Diabetesdorf. In Bad Mergentheim gibt es eine große Klinik, dort gibt es eine große Reha, es gibt auch ein Diabetesdorf, es gibt eine sehr große psychologische Anbindung, weil das ja dann auch damit was zu tun hat, weil auch das ist ja ein sehr langer Leidensweg gewesen, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man da 2,5 Jahre rumläuft und die Leute einen einfach, entschuldige, wenn ich es so salopp formuliere, aber für bekloppt erklären. Ne? Die ist doof, die will nicht, die macht nicht und alle packen einen in die Psycho-Ecke oder so. Das macht ja schon was mit einem. Ne? Ja, das stimmt, ja. Und da kann es also auch sein, dass vielleicht auch eine psychologische Betreuung mit notwendig ist und dass man natürlich auch eine Klinik hat, die sehr, sehr viel im Diabetesforschungsbereich tut. Und deswegen ist Bad Mergentheim da eigentlich auch für jeden, auch in meiner praktischen Erfahrung, obwohl ich auch sehr viel schule, wenn ich nicht mehr weiterkomme, schicke ich auch nach Bad Mergentheim. Okay, alles klar, okay. Das ist echt wirklich so das Diabetesdorf. Man ist dort unter einer Käseglocke, gar keine Frage. Aber man hat eben auch mal Zeit, sich darum zu kümmern. Ne? Und wir haben halt hier in Deutschland die Möglichkeit, Leute dann auch in die Klinik zu schicken zu einem 3-wöchigen Aufenthalt, wo sie eben nicht wie in jedem anderen Krankenhaus ins Bett gepackt werden, sondern die bekommen dort Schulung, Bewegung, Ernährung, Psychotherapeutengespräche, die können sich untereinander austauschen. Und ich denke mal, das ist ja auch wichtig, dass man Leute trifft, die die gleiche Geschichte haben, die gleichen Probleme haben wie man selber und dass man nicht immer nur der Einzelne ist oder so, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung auch, mal nach so langer Zeit Krankenhausaufenthalt und dann kommt man dorthin und das ist eigentlich, also man fühlt sich eigentlich wie, es ist wie ein Kuraufenthalt, finde ich eher, so würde ich es eher dort beschreiben. Und ich glaube, das bringt auch sehr viel, also das trägt auch sehr viel dazu bei, dass man sich nicht so ganz krank fühlt. Also, ja. Man ist ja auch nicht krank, man hat ja eigentlich nur eine Stoffwechselstörung, ne? Das ist ja. Da muss man ja immer leben, ne? Aber wie ging es dir denn drunter? Wir haben ja immer so das Problem, also ich interviewe dich jetzt einfach mal weiter, weil wenn Fragen aus dem Chat sind, liebe Leute, die uns zuhört, schreibt rein. Wir haben im Hintergrund jemanden, der den Chat beobachtet, aber ansonsten, also ich als Beraterin, wenn ich 600 Einheiten Insulin am Tag höre oder 500 Einheiten, dann denke ich immer so, oh Gott, das Gewicht. Ne? Also bei diesen großen Insulinmengen oder so haben wir auch immer so diese Sorge, Insulin ist ein aufbauendes Hormon, was natürlich, wenn ich 500, 600 Einheiten spritze, örtlich gewebsaufbauend bilden kann, also diese sogenannten Lipohypertrophien, wie wir sie nennen, oder dann eben auch, dass man einfach zunimmt, wenn man so viel Insulin spritzen muss. War das bei dir auch ein Thema? Also sicher wurde es mit der Zeit immer mehr und man tut sich jetzt vielleicht schwer als andere, weiß ich nicht, das irgendwie zu halten oder sonst irgendwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade am Ende, wo das wirklich Massen von Insulin war, habe ich eben, ich glaube, ich darf das jetzt auch gar nicht so laut sagen, aber dadurch ich aus dem Bereich bin, weiß man sich schon irgendwie zu helfen, dass man es nicht subkutan spritzt eben. Dass man nicht andauernd entgleist und eine Ketoazidose hat oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es eigentlich für mich, gerade auch weil ich aus dem Bereich bin, erschreckend, weil ich 2 Jahre sicher tagtäglich mit Blutzuckerwerten zwischen 400 und 500 rumgerannt bin. Und Gott sei Dank, ich glaube, bevor ich keine Schäden an Augen, Nieren oder sonst irgendwas halt habe.
ist auch beängstigend, ne? Wenn man aus dem Bereich kommt und ganz genau weiß, was passieren kann, dann ist das ja auch wie so ein Damoklesschwert, was immer irgendwo über einen schwebt. Oh Gott, wenn das so weitergeht, dann bist du in 3 Jahren an der Dialyse, bist blind, die Füße faulen dir ab oder sonst irgendwas. Das kriegt man ja auch immer gesagt. Das kriegen wir natürlich auch, vermitteln wir unseren Patienten auch, Mensch Leute, ihr müsst gucken, dass der Zucker wieder runterkommt. Ne? Auch so dieses, ich kenne das von Patienten, wenn die entgleisen, ständiges Durstgefühl und ständig zur Toilette müssen. So, und du läufst jede Stunde aufs Klo, auf Deutsch gesagt. Ne? So, und was ist das noch für ein Leben? Du kannst ja nirgendwo hingehen, in ein Konzert nicht, dieses nicht, jenes nicht, permanenter Durst. Ich weiß nicht, mein Mann hat Typ 1 Diabetes, der sagt immer, wenn der so hohe Werte hat, dann hat er so ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Ich merke an den hohen Werten oder ich merke, wann er nachts hoch ist, weil er dann eben oft raus muss, die Nachtruhe ist gestört, man schläft nicht richtig und so weiter. Das muss ja für dich auch so ein dauermüde Zustand gewesen sein und all solche Sachen. Und das muss ja jetzt irgendwie so seit 4 Wochen? Ja, und seit jetzt genau einem Monat, ja. Ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl sein. Ja, also es ist halt so dadurch bei mir, dass er so lange war mit so, also diesem Glaubhaften und so, irgendwann habe ich dann wirklich angefangen, selbst an mir zu zweifeln. Und es war dann so, das gibt's doch nicht. Ich kenne auch ein paar Typ 1 Diabetiker, bei den anderen funktioniert es doch auch. Oder was mache ich eigentlich falsch? Also und da habe ich echt angefangen, okay, vielleicht liegt es wirklich an mir oder bin ich zu blöd für das? Ich weiß es nicht. Und irgendwann gewöhnt man sich, also am Anfang war es halt so, ja, um die 300 rum und am Schluss einfach, man gewöhnt sich einfach an die Werte und dieses ständig müde sein, aber und wenn ich dann zurückdenke, dass ich eigentlich auch gerade im Praktikum so, da hatte ich echt einen Wert von, weiß ich nicht, ich glaube 672 und ich habe gearbeitet. Und dann, was mich aber schon wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war, ja, dann hat die im Krankenhaus zu mir gesagt, so ja, Ines, es ist nicht normal, dass man mit so einem Wert auf 2 Beinen steht, arbeitet, so tut, als wäre nichts und aber genau das Gleiche leistet im Alltag wie andere Leute. Und da habe ich dann aber wirklich zum ersten Mal so nachgedacht, so eigentlich ist es eh erschreckend, dass ich mich an solche Werte gewöhnt habe oder dass ich echt keine Folgeschäden oder sonst irgendwas habe. Und ja, also ich bin echt nur froh darüber, dass nichts passiert ist. Und Wie hat sich das jetzt geändert, so diese letzten 4 Wochen? Wie sind die für dich lebenstechnisch zu dem vorher? also ich kann es irgendwie, also ich realisiere es, glaube ich, immer noch nicht so ganz, weil für mich war das so, okay, ich komme nach der Implantation wieder in die Klinik, die schließen die Pumpe an und am nächsten Tag in der Früh hatte ich gleich mal den ersten Hypo. Und Hypo, das gab es bei mir nicht. Das gab es nicht. Was ist das denn, Eva? Mach das wieder weg. Ja, genau. Und also das war einfach eine Erfahrung für mich und da habe ich dann auch zum ersten Mal, also da war ich dann richtig emotional, wie ich einfach gesehen habe, okay, Moment, der Perfusor ist bei mir gar nicht dran und es funktioniert. Und ich habe einfach Werte, die normal sind. Und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, und ich habe eigentlich dann nach 3 Tagen, wo ich wirklich Top-Werte hatte, habe ich mir dann auch so überlegt, okay, eigentlich ist es auch traurig, weil ich habe richtig vergessen, wie es ist, dass man sich gut fühlt, also dass es einem gut geht. Und ich habe gesagt, okay, ja, so war das damals, ja. Also ich habe das schon richtig. Man merkt das Ja, gar nicht. Ne? Das ist so ein schleichender Prozess. Das erleben wir auch wenn Patienten entgleist sind. Die sitzen vor einem jetzt nicht unbedingt mit 600er Werten, aber schon mit 300er Werten, 400er Werten. Letztens hatte ich jemanden mit einem Langzeitwert von 13, und sagte, nö, eigentlich läuft alles. Ne? Und ich sage dann mit einmal, sie dürfen kein Auto mehr fahren, sie dürfen dieses nicht, sie dürfen jenes nicht. Ach so, und wenn wir ihren Zucker jetzt einstellen, dann kann es vermutlich passieren, dass sie erstmal schlecht gucken können. Moment mal, das hatte ich alles nicht, als ich noch so hohe Werte habe. Das ist irre, ja, auf Deutsch gesagt, was der Körper alles toleriert, wie man sich daran gewöhnt. Und erst wenn es wieder anders wird, dann merkt man, mir ging es gar nicht gut. Man lebt einfach nur. Ne? Und man merkt dann erstmal, hey, das Leben kann eben auch ganz anders sein. Ne? Und man kann Spaß haben, man kann durchschlafen und man ist nicht permanent müde. Und es ist so ein ganz neues Körpergefühl auch. Ne? genau, ja. Also ich merke auch, ich bin
viel belastbarer wieder und habe so viel Energie. Am Anfang wusste ich gar nicht, oh, boah, was kann ich jetzt alles leisten? Ich kann ja eh so viel eigentlich. Und sonst war das jetzt eigentlich davor nur, okay, ja, man lebt dahin und ja, man gewöhnt sich einfach dran. An Bewegung war ja, es ist bei so hohen Werten ja eigentlich gar nicht zu denken, weil wenn man so schon müde ist und sich dann noch bewegen will, dann ja eigentlich noch mehr Zucker irgendwo in den Zellen gebracht wird, der ja sowieso nicht in die Zellen reinkommt, weil das Insulin nicht wirkt. Und wie ist das für dich jetzt? Hast du schon mal was versucht, so sporttechnisch oder so? Ja, also jetzt in der Zeit, wo ich jetzt zu Hause bin, wieder noch nicht, weil ich darf halt 6 Wochen nach der OP, ich muss halt noch darauf achten, dass das wirklich gut einwächst, diese Membran. Aber in 2 Wochen darf ich dann also wieder mich mehr bewegen und ja. Ich denke mal, das wird auch nochmal was ganz Neues, auch so deine ganze Art und Weise, wie viel kann ich essen, wie viel darf ich essen, was schafft mein Körper, alles zu verkraften an Insulinmengen und so. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz neue Erfahrung und eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich sehe auch, du trägst einen Sensor. Ja. Das ist so der Kennerblick, weißt du, der geht so direkt gleich Sensor rein. Der macht ja jetzt auch Sinn, oder? Weil vorher hat er ja eigentlich keinen Sinn. Dann hat er immer nur da oben irgendwas angezeigt, oder? Ja, das stimmt, das war das Nervige beim Dexcom. Also bei mir war es wirklich eine sehr schöne gerade Linie. Aber, ja. Wo jede Beraterin die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Und dann jetzt mit einmal so zeigt der Sensor Werte an. Ich habe Kurven. Ich habe nicht mehr nur eine Linie, sondern ich habe Kurven, ich habe einen Stoffwechsel. Na, das sind ja so ganz neue Erfahrungen oder so. Ne? Oder auch, wenn ich viel esse, man sieht einen Kurvenverlauf und wenn ich weniger esse, kann ich den auch relativ gut abfangen. Wie ist das, wenn das in der Pfortader ist? Musst du auch noch einen Spritz-Essabstand machen oder spritzt du eher nach dem Essen, um Hypos zu vermeiden oder so? Wie gehst du damit um? Also bei mir kommt das momentan voll auf den Ausgangswert an. Wenn ich unter 180 bin, esse ich gleich und spritze nach dem Essen, weil es wirklich wahnsinnig schnell einfach wirkt. Und so 180, 200 rum, dann spritze ich direkt vorm Essen. Aber fang dann auch gleich an. Okay, hast du ansonsten auch schon mal diese Funktion in der Pumpe Dual- oder verlängerter Bolus kennengelernt? Haben wir dich darauf geschult? Ja, ich habe in meiner Jugendzeit habe ich auch sehr lange die Pumpe von Medtronic getragen. Also ich war eh schon vertraut mit Pumpensystemen, war jetzt aber nie der Fan davon. Also ich bin eigentlich sehr gut und lange mit Pen ausgekommen. Aber ja, gerade bei einer Pizza oder sonst irgendwas ist das schon sehr praktisch, diese Funktion. Ich wollte gerade sagen, auch gerade wenn es wirklich so schnell wirkt, ne, dass man dann eben sagen kann, okay, auch wenn ich so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde verzögere, dann kann ich zumindest entspannt essen. Genau. Weil das ist ja sonst auch nochmal so ein Punkt, ne? Und all diese Sachen, die vorher, du musst schon eine Stunde, bevor du was essen willst, spritzen, damit das Insulin überhaupt schon mal irgendwo ankommt oder so. Das fällt ja alles weg. Du bist ja viel flexibler in deinem Tagesalltag geworden. Ja, das stimmt. Also flexibler auf jeden Fall. Und ja, es ist auch einfach praktisch, dass man sich, ich meine, ich war lange gegen eine Pumpe, weil ich mich einfach nie damit so wirklich anfreunden konnte, dauernd was an sich zu haben oder ich bin tausendmal mit dem Schlauch irgendwo hängen geblieben, dann war der Katheter erst wieder draußen, also das war eher mühsam bei mir, weil ich reiße auch jede Türschnalle einfach mit und ja, aber man muss sich schon eingestehen, es ist eine extreme Vereinfachung und Erleichterung einfach im Alltag, wenn du jetzt einfach mal unterwegs bist und sagst, du gibst einfach mal schnell das ein, was du isst. Und eben auch das mit dem Spitz-Essabstand, das ist auch sehr praktisch, dass man sich da keine Sorgen oder Gedanken drüber machen muss, okay, wie viel halte ich ein oder sonst irgendwas, sondern ja. Ansonsten, wenn du sagst, du bleibst mit dem Schlauch irgendwo hängen, dann wäre ja jetzt nochmal so die Überlegung, habt ihr euch vorher darüber Gedanken gemacht, welche Pumpe du bekommst? Oder gibt es Möglichkeiten des Auswahls an Pumpen oder so? Das muss ja sein für den Port, das ist ganz klar. Aber welche Pumpen wurden dir denn vorgestellt? Damals
war, also damals gab es ich glaube, die ist damals mal rausgekommen, die Medtronic 640er. Und ich glaube, es war nie irgendeine andere angedacht, weil die schlauchlose Pumpe, das wäre dann auch irgendwann. Egal. Aber es gibt ja auch noch eine Pumpe, ich weiß nicht, inwieweit die bekannt ist in Österreich, die kannst du über eine App bedienen. Eine Schlauchpumpe über eine App zu bedienen. Okay. So, und dann kannst du nämlich die Schläuche unten unter der Hose verstecken oder so, dann kannst du da nicht hängen bleiben dran. Okay. Das wäre ja nochmal so eine Überlegung, weil ich glaube, wenn du mit dem Cord hängen bleibst, ouch. Also das ist nochmal ein größeres Problem. Und es gibt aktuell einen Hersteller, der schon eine Insulinpumpe hat, die mit einer App verbunden werden kann. Es gibt noch einen weiteren Hersteller, der die Steuerung der Pumpe über die App für die Zukunft plant, auch in Kombination mit Dexcom, wobei ich mir denken kann, dass das aufgrund des Algorithmus, der subkutan erarbeitet, für dich da nicht in Frage kommt, weil ja in der Pfortader der Algorithmus ganz anders arbeiten muss, auch diese AID-Systeme nicht in Frage kommen, aber dass du zumindest die Pumpe ansteuern kannst, ohne die rausholen zu müssen. Das wäre ja sonst nochmal etwas, worüber man gegebenenfalls nochmal nachdenken kann oder so. Ich weiß nicht, kennst du die Dana, die Insulinpumpe Dana RS? Ja. Genau, oder jetzt neu die Dana I. Diese Pumpen sind komplett über App bedienbar, falls das nochmal in Frage kommt, dass es da für dich halt so dieses Rausreißen, dieses Hängenbleiben oder so ein Thema werden kann, weil die kannst du dann eben richtig gut in der Unterwäsche oder so verstecken, packen und du steuerst die nur über eine App an. Okay, ja. Ne, weil nicht, dass dann das jetzt das Problem wird, dass du den Report rausholst, um Gottes Willen. Das wäre ein bisschen fatal, ja. Ja, zumal, also das ist jetzt nicht mal irgendwie ein Katheter raus oder so, ne, sondern das hat ja schon ganz, ganz andere Folgen oder so. Ne? Das wäre nochmal so eine Überlegung, mit der man dann entsprechend arbeiten könnte, um dich da noch weiter zu unterstützen. Gibt es denn sonst irgendwelche Fragen? Haben wir irgendwelche Zuhörer, die noch Fragen haben, wenn ich mal so an unseren Moderator? Also zurzeit sind keine Fragen im Chat. Vielleicht sind die Zuschauer mal so nett und falls irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, könnt ihr es gerne in den Chat reinschreiben. Ja, wie gesagt, zurzeit ist noch nichts. Außer Hallo und sie freuen sich alle auf den Stream. Ja, leider ist halt so, dass die Technik nicht ganz mitmacht. Irgendwie leckt das Ganze. Ja, von mir ein großes Tut mir leid, aber ja, irgendwie will die Technik nicht so, wie wir wollen. Ist leider mal so. Im Nachgang kann man ja auch noch Fragen per E-Mail beantworten oder so an die Ines oder an mich. Da haben wir dich ja, die dann letztendlich die Schnittstelle ist mit dem Thomas zusammen oder so. Ines, hast du denn irgendwelche Fragen oder so oder sonst irgendwas noch oder so, was dich auch vielleicht von einer Beraterseite interessiert, weil du hast ja schon im Vorfeld mir erzählt, dass es in Österreich eine andere Versorgung als in Deutschland gibt, dass es also nicht diese Berater gibt, die an einem Arzt nebenbei arbeiten und nur für die Beratung zuständig sind, sondern du hast ja in Österreich eher immer mit Ärzten zu tun und Ärzte haben ja oft eine andere Sicht auf den Diabetes, als ihn eben eine Beraterin hat. Ja, also bei uns ist es eher so, dass es alles hauptsächlich über die Ambulanzen geregelt wird in den Krankenhäusern. Es gibt die einige in Wien oder auch rundherum bei uns. Und da hast du das Gespräch aber wirklich nur mit dem Arzt immer oder mit der Ärztin. Und ja, gerade bei Ärzten nehmen sich jetzt nicht immer ganz so viel Zeit, weil da hast du genau deine Zeit und dann kommt der nächste. Aber wirklich so ein Angebot, dass man mal sagt, okay, wurde mir auf jeden Fall nicht gemacht, dass ich die Möglichkeit hatte, wirklich mit einem Berater, der sich Zeit für mich nimmt und mir alles Mögliche erklärt oder so. Ich meine, dadurch, dass ich das mit 6 Jahren bekommen habe, war die erste Beratung, ist sowieso schon ewig lang her. Aber ich war direkt überrascht, eben wie ich jetzt nach Deutschland gekommen bin und ich wurde einfach überschüttet von Informationen, von Beratern und da gab es so viele Angebote, wo ich mir dachte, okay, ja, also das muss ich echt sagen, dieses Gesundheitssystem in Deutschland, also im Vergleich jetzt zu uns Österreich, also ich war richtig überrascht einfach. Vielleicht lag es jetzt auch wirklich an der Klinik, aber ich weiß es nicht, aber ich war überrascht, wie man mit Patienten umgeht, also dieser Vergleich einfach,
das war für mich Wahnsinn. Also so gut aufgehoben und verstanden vor allem, habe ich mich echt lange nicht gefühlt und war echt froh, dann in Deutschland gelandet zu sein letztendlich. Du hast ja auch gesagt, gerade eben, deine Diagnose ist lange her und damals wurdest du so ein Stück weit aufgeklärt, auch nenne es geschult oder so. In Deutschland ist es so, dass man alle 3 bis 5 Jahre an einer kompletten Diabetes-Schulung teilnehmen kann. Das sind 12 Unterrichtseinheiten mit jeweils 90 Minuten, wo 4 bis 8 Patienten nur zusammensitzen, nur so eine kleine Gruppe. Und dann redet man über Diabetes, man redet über Veränderungen, man redet über Neuerungen, man schaut auf die Glukosewerte und guckt dann anhand dessen, wie die Glukoseverläufe sind, welche Unterstützung brauchen die Patienten. Und diese Möglichkeit haben wir hier in Deutschland sozusagen dann entsprechend für jeden Patienten, dass er so ein Diabetes-Coaching bekommt. Ne? Und das eben auch immer ganz individuell. Und ich denke mal, wenn man nur mit 4 bis 6 Patienten zusammen ist, die alle die gleiche Diagnose haben, die in dem Fall auch alle eine Insulinpumpe haben, so läuft es in Deutschland. Jetzt kein Diaport, um Gottes Willen, das ist die Ausnahme, bevor wir da so viel dauert. Aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, dann entsprechend zu sagen, man macht so eine Pumpentherapie, zumindest Schulung. Und da geht es eben nicht nur um die Pumpe und die technische Bedienung, sondern eben auch, welche Probleme treten im Alltag auf oder so. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, mit Erkrankung, mit Bewegung oder mich interessiert jetzt das und das Thema und so weiter. Und da haben wir in Deutschland wirklich eine sehr, sehr gute Versorgungsstruktur. Und das ist kostenlos für euch? Kostenlos, ja, also nicht umsonst, aber kostenlos, wie man so schön sagt. Ne? Wir hoffen zumindest, dass es nicht umsonst ist. Kostenlos in dem Sinne für die Patienten, weil das alles über die Krankenkasse geregelt wird. Wir haben in Deutschland ja eine Krankenkasse, in die jeder einzahlt. Und wenn man dann in der Krankenkasse ist, dann können wir als Berater diese Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen. Eine Schulungseinheit kostet pro Patient 25 € der Krankenkasse. Und das Ganze dann eben mal 12, dann weiß man, was so ein Kurs kostet, wobei das jetzt auch nicht die Welt ist, ne? Und man da überlegen kann, macht man sowas oder so, ne? Aber da haben die Patienten echt kostenlos Anspruch auch in Deutschland, zusätzlich zu den ganz normalen Betreuungen. Okay, na, bei uns gibt es schon von einigen Ärztinnen oder Ärzten jetzt so Angebote von Schulungen oder weiß ich nicht was, aber das sind schon sehr hohe Kosten, das muss man alles privat zahlen, also ja. Da bist du mit 25 € einer Stunde nicht dabei, ne? Ja. Ja, aber auch selbst diese 25 €, die sind ja doch dann schon, wenn man das ausrechnet, sind ja auch entsprechend 300 €, die man dann dafür für diese 12 Unterrichtseinheiten zahlen muss. So, und das ist halt in Deutschland wirklich so, dass man da Anspruch drauf hat, ne? Dass jeder Patient alle 3 bis 5 Jahre Anspruch darauf hat. Zusätzlich können wir Modulschulungen anbieten. Wir haben das bei uns jetzt zum Beispiel in der Praxis, dass wir sagen, wir beschäftigen uns so mit CGM oder nur mit den Trendpfeilen oder so. Oder wir machen mal eine Schulung, wo es nur um Fettproteineinheiten geht, um dann letztendlich genau gezielt zu sagen, der hat diese Frage, der hat diese Frage und nur die, die genau diese gleiche Frage haben, die sitzen dann zusammen und auch das können wir über die Krankenkasse abrechnen. Wir haben jetzt eine Frage reingekriegt. Hochgestellt, ja. Ja, Fragen. An die Ines. Bleibt der Diaport ein Leben lang oder kann die subkutane Insulinresistenz auch wieder verschwinden? Also mir wurde erklärt, dass der Diaport im Großen und Ganzen jetzt bis zu 5 Jahre, glaube ich, liegen bleiben kann. Aber ich glaube auch, wenn es gar keine Probleme damit gibt, mit Infektionen oder sonst irgendwelche Probleme, vielleicht auch länger. Es ist nur so, es gibt diese Membran, das ist das Silberne, was quasi aus der Haut raussteht, wo der Katheter dann reinkommt. Der muss alle 6 bis 8 Monate gewechselt werden. Das ist kein operativer Eingriff, sondern ein Eingriff von 2 Minuten. Und das war es auch schon. Also, und das muss schon alle 6 bis 8 Monate gemacht werden. Und ob diese Insulinresistenz wieder verschwindet, das wissen sie nicht, weil sie wissen auch ja nicht mal, woher das kommt, weil bei mir ist es nämlich so, man kann nicht mal sagen, okay, meine Haut ist schuld, weil sie haben ja auch Biopsien entnommen mit Stanze und auch operativ. Und da ist jetzt aber auch nichts Spektakuläres rausgekommen, also vielleicht
verschwindet es so schnell wieder, wie es gekommen ist. Aber voraussagen kann man das nicht. Aber die Hoffnung besteht auch bei meinen Ärzten, haben sie gesagt, dass es dann irgendwann wieder weggeht und ich subkutan. Also wir werden es immer wieder nach ein paar Monaten subkutan probieren, ob es vielleicht was bringt oder nicht, aber im Moment ist der Diaport eben, ja. Das heißt also, man würde dann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Diaport ein paar Jahre liegen bleibt, dann würde man jetzt meinetwegen sagen, wir machen einen Rhythmus von 3 oder 6 Monaten, dann stellen wir die Pumpe ab, spritzen subkutan Insulin und schauen, wie die Glucose verläuft. Muss ich mir das so vorstellen? Genau, ja, wir machen immer wieder Testversuche. Also weil momentan ist es so, ich habe irgendwie noch nicht so ganz die Lösung mit so einer Nachbetreuung, weil welcher Diabetologe übernimmt das jetzt, weil ich im Moment die einzige in Österreich bin mit so einem System und da sind sie halt noch herumüberlegen, deswegen bin ich jetzt immer eher auf der Station bei meinem Arzt, der das einfach alles auch in die Wege geleitet hat. Der ist auch einfach in meinen Fall involviert. Und ja, ich denke, wir machen uns dann immer so bei einer Kontrolle dann aus, okay, jetzt hängen wir ab, versuchen es dann subkutan weiter, dann ganz normal wieder die Aufzeichnungen und besprechen, okay, hat es was genutzt oder nicht, sollen wir es weiter probieren und das wird man dann, glaube ich, sehen. Ich wollte gerade sagen, man muss ja wirklich sagen, wenn die Pumpe ausgestellt wird, dann hast du so ungefähr 4 bis 6 Stunden Zeit maximal, bis du entgleisen kannst. Ne? Also es ist ja keine Sache, wo man jetzt so über Tage etwas ausprobieren würde, sondern man würde sagen, okay, Pumpe abstellen, dann hat man ja noch eine Restnachwirkung, wobei die natürlich über die Pfortader auch nicht so lange ist wie im subkutanen Gewebe. Da haben wir auch nicht so eine lange Insulinwirkdauer. Und dann kann man nach 1 Stunde, 2 Stunden mal Insulin subkutan spritzen und gucken, bleibst du stabil oder gehst du peu à peu wieder hoch und spätestens nach 6 bis 8 Stunden würde man wahrscheinlich dann an den Port wieder dran gehen, wenn sich nichts tut und sagen, okay, netter Versuch, machen wir mal schnell wieder anders. Ja, ist ja so, ne? Weil die Gefahr sonst ja, dass du wieder in der Ketoazidose landest. Ne? Und das ist ein intensivpflichtiges Krankheitsbild. Und das kann eben nach einem ungünstigen Fall mal zum Organversagen führen. Und ich glaube, darauf hat natürlich auch keiner Lust. Ne? So ganz, ne? Da haben wir Du gehört wirst noch jetzt aber auch zusätzlich, sage ich jetzt mal, weiterhin auch wie in Deutschland behandeln, ne? Oder? Also diese ganz normalen, also diese Kontrollen, die man alle 3 Monate bei uns hat, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich mit gleichem Abstand, habe ich jetzt eben im Krankenhaus in der Ambulanz, wo eben der eine Arzt ist, der in meinem Fall involviert ist, aber sonst muss ich mich eben alle 6 bis 8 Monate mit dem Professor in Deutschland aus Bad Mergentheim zusammen reden wegen dem Membranwechsel. Und er hat auch gemeint, dass wenn es jetzt im Moment Probleme gibt, dann kann ich ihn jederzeit anrufen oder kontaktieren, beziehungsweise steht er auch mit meinem Arzt in Verbindung. Also die einzige Befürchtung ist halt wirklich nur, wenn jetzt akut was ist, wenn sich der Katheter verstopft oder weiß ich nicht, ich bei einer Türschnalle hängen bleibe. Oder sonst irgendwas, ne? Also oder du eben auch ein Krankheitsbild entwickelst, wo die Bauchspeicheldrüse, wo die Peritonitis, die Bauchdecke mitbezogen wird oder so, ne? Das sind natürlich immer so Sachen, die dann noch auftreten können. Aber ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Dadurch, dass das so ein spektakulärer Fall ist, sagen auch die Bad Mergentheimer, wir machen erstmal die Kosten. Ich glaube nicht. Also weder in Deutschland noch in Österreich, dass man sagt, also bevor die Kosten nicht geklärt sind, lassen wir die junge Frau jetzt mal entgleisen auf der Intensivstation oder sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube, dass da auch die Ethik auch sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine sehr, sehr große Rolle spielt, sodass du da jetzt dir keine Sorgen machen musst, dass irgendwelche Kosten übernommen werden oder so. Ja, nein, das denke ich auch nicht, aber also auf jeden Fall, ich bin jetzt in guten Händen, also und okay, also auch in Deutschland ist es ja so, wenn du einen guten Diabetologen hast, mit dem du zurechtkommst und sonst keine Fragen hast, eine Time in Range von über 80% hast, dann bleibst du bei dem, wo du dich wohlfühlst, auch bei uns in Deutschland ein Leben lang. Und wenn doch sowieso die Betreuung über die Ambulanzen erfolgt oder so, ne?
und der dich da kennt. Also wäre es ja eigentlich, entschuldige bitte, aber ungeschickt, nett formuliert, blöd auf Deutsch gesagt, ne? Wenn du irgendwo anders hingehen würdest, weil dann musst du erst wieder erklären und machen und tun, dann guckt er dich komisch an, oh Gott, in die Pfortader, Hilfe, so zentral oder so. Ne? Und mein Arzt hat da jetzt jemanden und sagt und hat auch einfach die Ahnung und das ist ja auch eine gute Adresse, wo man eher sagen kann, auch für Österreicher, hey Leute, wenn es in Österreich noch jemanden gibt, der die gleichen Probleme hat, dann in Wien gibt es einen, der hat da Ideen. Finde ich jetzt. Ja, das stimmt schon. Dass man das so rumsehen kann. Ne? Wir haben jetzt noch eine Frage und zwar an die Ines wieder. Hast du mit dem Port mehr Hypos und kannst du den Hypos noch schnell genug entgegensteuern? Also Hypos sind definitiv ein Fall im Moment. Aber dadurch ich den Dexcom habe, alarmiert er rechtzeitig und ich bin bei den Korrekturen auch ziemlich vorsichtig. Also mein Zielwert ist momentan eher auf 150 als auf 120 bei den Korrekturen und ich bin auch sehr, ja, wie gesagt, sehr vorsichtig noch mit dem. Aber ich glaube, da kommt man mit der Zeit dann einfach rein und man lernt den Körper wieder anders kennen, dass man darauf schon vorbereitet ist, okay, so viel brauche ich jetzt, da muss ich aufpassen. Oder auch bei den Essensfaktoren zum Spritzen. Ja, das hat man dann irgendwie ziemlich schnell im Griff, würde ich sagen. Also ist es bei dir zum größten Teil besser, erst zu essen und dann Insulin abzugeben? Ja. Das Weil du wird sonst mit dem Essen dann gar nicht so schnell hinterherkommst, ne? Ja, genau. Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe, weiß nicht, 115, ich spritze jetzt und fang dann mal an zum Essen. Das könnte durchaus sein, dass ich dann wirklich während dem Essen schon stark abfalle. Auch da haben wir ja Gott sei Dank die Möglichkeit der Technik. Man kann individuelle Alarmgrenzen einstellen beim Wechsel und man kann zusätzlich auch noch Fallgeschwindigkeiten einstellen. Also da können wir schon vom Glück reden, dass dir das jetzt zu dieser Zeit passiert ist, wo wir eben diese viele Technik und diese tolle Technik haben und diese gute, sichere und genaue Technik auch. Ne? Ja, das stimmt. Also der Sensor ist definitiv eine sehr große Erleichterung, auch wegen den Alarmen. Allein in der Nacht, dass man da reagieren kann. Welches Insulin nimmst du zurzeit? Ja, das ist ist eine gute Frage, weil in den Diaport darf man nur ein einziges Insulin, also beziehungsweise die Pumpe nur mit einem Insulin füllen, und das ist Insuman Infusat. Das ist ein normales Humaninsulin. Und zwar, weil wenn ich jetzt ein normales Novorapid oder, weiß ich nicht, Fiasco-Malog nehmen würde, würde das den Katheter innen verbicken und das wäre ein Problem, weil dann müsste man das Ganze nochmal aufmachen und den Katheter innen wechseln und das sollte auf keinen Fall passieren. Also ich muss nur dieses eine Insulin verwenden. Reicht ja auch. Nehmen die anderen Insuline ja nur, weil sie schneller wirken, aber das brauchst du ja nicht. Nee. Es wäre schon praktischer für mich, wenn ich jetzt ein normales Novorapid oder so hätte, weil das Insuman Infusat gibt es natürlich bei uns in Österreich auch nicht. Ah nein, in Deutschland gibt es das. Genau, ja. Also entweder, ja, also das muss ich noch mit der internationalen Apotheke halt einfach abklären. Und wenn ich dann ziehe ich einfach nach Deutschland oder so. Ich wollte gerade sagen, also grenznah dann einfach. Ne? Muss ja nicht bis Bad Mergentheim sein, aber grenznah oder so. Ne? Und dann entsprechend, da gibt es dann sicher Möglichkeiten. Aber ja, auch das ist in Deutschland. Ne? Also ist schon irre. Wir sind mitten in Europa. Wir reden über Globalisierung, können uns mal eben von Wien hierher ins Ruhrgebiet unterhalten und haben dann trotzdem so gravierende Unterschiede. Das stimmt, ja. Vor allem Entschuldige. Ja. Vor allen Dingen, weil ganz viel spricht, da merkt man mal, wie gut wir doch gesundheitlich abgesichert sind durch unser Gesundheitssystem, weil viele sagen, ja doch, ja, dies bekomme ich nicht und das bekomme ich nicht und sind
wir sind viel schneller am Meckern, warum bekomme ich das nicht, weshalb. Aber da sind wir echt viel, viel weiter wie ihr. So kommt mir das jetzt vor. Anders. Einfach anders. Wir haben vielleicht in anderen Punkten Defizite oder so, aber wir haben in Deutschland halt auch eine sehr starke Diabetes-Lobby. Ne? Und dadurch bekommen wir natürlich auch viele Sachen. Wir haben sehr viele Patienten und Ärzte, die sich dafür interessieren, die sich dafür stark machen. Wir haben sehr viele Institute, Forschungsinstitute, Kliniken, die in dem Bereich unterwegs sind. Ne? Also auch zum Beispiel das Helmholtz-Institut, das hat ja auch mit nasalem Insulin geforscht. Wir forschen daran, wie kann man Typ-1-Diabetes verhindern und so weiter. Ne? Und auch in anderen Ländern gibt es noch viel, viel schnellere Forschungen. Also da ist Deutschland dann auch noch hinten an, aber versorgungsstrukturtechnisch sind wir sehr gut abgesichert. Ja. Wie ist das generell mit Diabetes bei euch? Da gibt es doch genauso viele, sage ich jetzt mal, die Leute, die Diabetes haben, wie hier in Deutschland, oder nicht? Ja, das schon. Also wir sind schon noch einige in Österreich. Ja. Weltbevölkerungstechnisch ist das gleich, Thomas. Also wir haben 90% Typ-2-Diabetes und 10% Typ-1-Diabetes und wir haben ungefähr 8% der Gesamtbevölkerung, die überhaupt Diabetes haben. Das ist schon relativ europaeinheitlich. Skandinavische Länder ein bisschen weniger, das hängt dann mit Lifestyle zu tun und natürlich auch gerade beim Typ 2 hängt es immer damit zusammen, wie viele Leute hat man, gerade mit Typ 2 Diabetes, aber Typ 1 Diabetes ist ja eine Autoimmunerkrankung und da gibt es nochmal so regionale Unterschiede, wo man noch nicht weiß, wo die Ursachen sind, dass zum Beispiel Typ 1 in den skandinavischen Ländern mehr Leute betroffen sind. Es gibt Vermutungen, dass es eventuell mit weniger Sonneneinstrahlung zu tun hat. Je weiter wir runtergehen nach Süden, die südlichen Länder, wird das Typ-1-Gefälle ein bisschen geringer. Aber woran das genau liegt, da forschen so viele Leute dran und da gibt es noch keinen Grund, warum es so ist. Und noch keine Wir sind gespannt. Ja. Wir sind schon eine ganze Stunde dran, liebe Leute. Ja, die Zeit vergeht schnell. Ja. Gibt es noch Fragen? Nee, zurzeit sind keine neuen Fragen im Chat. Wer noch Fragen hat, kann sie gerne noch stellen. Ja. Aber du darfst mich auch gerne privat anschreiben oder wir können mal privat chatten oder so, wo man sich vielleicht auch mal persönlich über so Sachen unterhalten kann. Weil da muss man ja auch sagen, dass man nicht unbedingt alles mit der Öffentlichkeit teilen möchte oder so. Ne? Also das sehr, sehr gerne. Thomas hat meine Nummer. Ich schicke die rüber nachher und ja. Ja, die Ines, die kommt auch demnächst bei uns, bei den Dia-Engeln, wenn wir unsere Zoom-Schulung oder... Ja, hör mal, das sowieso. Die wird ja irgendwann, Ines, irgendwann wirst du wieder nach Deutschland kommen und ja klar, das müssen wir so hinbiegen, dass man sich dann direkt trifft, wie Doreen, du, ich und was weiß ich denn noch und ja klar, das wäre echt. Was denn? Ja. Brauchst du keine 7 Stunden, Flieger geht schneller. Ja. Ja, Bad Mergentheim hat jetzt nicht so einen Flughafen direkt um die Ecke, ne? Bei uns in Düsseldorf bist du schneller. Also von Düsseldorf bis Duisburg sind es noch mal eine halbe Stunde mit dem Auto, aber da bist du deutlich schneller als einmal nach Bad Mergentheim. Ja. Ja, Doreen kommt dich dann abholen, dann braucht man so eine Viertelstunde. Das war jetzt die Schnitze, aber so Gase. Wir sind ja auch hier ganz unter uns, Thomas, ne? Ja, genau. Habe ich auch verstanden. Ansonsten, wenn jetzt gerade nichts mehr kommt, wie gesagt, gerne schriftlich, per Mail, wie auch immer, würde ich jetzt anbieten von meiner Seite aus. Ines sicherlich auch, wenn noch Fragen sind, auch zur subkutanen Insulinresistenz oder zum Diaport noch persönlich oder wenn auch jemand sagt, boah, mir geht es vielleicht auch so schlecht, ich habe auch so hohe Werte und brauche relativ viel Insulin oder so, ne, dass man da dann auch nochmal persönlich sagen kann, an wen kann ich mich denn wenden oder so. Ja, die Ines erreicht ihr über Instagram. Die Ines hat da einen kleinen Blog und sie berichtet da regelmäßig. Ines, wie heißt dein Blog? Dein Instagram-Account? Sehr spektakulär. Diabetes Ines. Ja. Darf ich noch ganz kurz was sagen?
Natürlich. Also ich wollte nur sagen, also ich finde es persönlich sehr wichtig, vor allem wenn man sich nicht ernst genommen fühlt oder sonst irgendwas. Also es ist, ja, also Ärzte haben oft recht oder so, aber ich will nur anmerken, dass es extrem wichtig ist, auf seinen Körper zu hören und sich trotzdem irgendwie nicht unterkriegen zu lassen, sondern irgendwie da selber dann das in die Hand zu nehmen und darum, also einfach darum kämpfen, dass einem zugehört wird und dass man einfach ernst genommen wird. Ich finde das einfach unheimlich wichtig in der Medizin, gerade bei, weiß ich nicht, komplexeren Fällen oder so, also wenn man sich nicht zugehört fühlt, dass man einfach nicht aufgibt, bis man wirklich eine Lösung gefunden hat. Ja, ich finde das wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, aber wie du schon gesagt hast, manche Ärzte Ja. machen nur noch Schema A und wenn Schema B kommt, dann wird es schon gefährlich und Schema C gibt es meistens gar nicht mehr und so um die Ecke denken oder das große Ganze, da haben die Ärzte teilweise auch Probleme damit und vor allem mit Sachen, die was selten sind oder sehr selten sind. Ja. Aber du hast es richtig gemacht und letztendlich zeigt uns das, was du erlebt hast und gemacht hast, ja auch, dass es dann zum Erfolg führen kann. Und das ist mega toll. Das stimmt, ja, danke. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir den Chat für heute oder gibt es von euch noch irgendwelche Anmerkungen? Nein, wenn weiter keine Fragen sind von den Zuschauern und ja, dann nicht. Nein, also Gut, ich dann bedanke mich bei euch, bedanke mich bei der Andrea für die Technik, bei der Doreen Birkemeyer, Diabetesberaterin und natürlich bei der Ines, die so offen war heute und uns ihre Geschichte erzählt hat. Und ja, es ist gut ausgegangen für sie und sie konnte hier in Deutschland geholfen werden. Ja, also hat ein gutes Ende und ja, man kann nur sagen, ja, super. ja, ich bedanke mich auch bei euch Zuschauern fürs Zuschauen, trotz der ja, nicht so tollen Technik. Also wie gesagt, der Ton hat ja einwandfrei funktioniert, nur das Bild hat halt gehakt. Ich bin halt auch kein Profi in Live-Video machen, ist eher so meins. Liebe Ines, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Liebe, alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal irgendwo in Österreich. Vor allem, wenn ich mal nach Corona wieder mal heim kann, in meine Heimat. Liebe Doreen, auch vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Somit wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.